Ich komme manchmal aus der Schule und manchmal von der Schule. Woher kommen die Präpositionen aus und von? Genau das lernen wir. Schön, dass du da bist. Heute lernen wir die zwei wichtigen Präpositionen für die Frage woher. Und wir starten auch gleich mit dem Organisatorischen. Lokale Präpositionen Teil 3, Frage woher. In diesem Video lernen wir zwei wichtige Präpositionen auf die Frage woher und starten auch gleich. Die lokalen Präpositionen auf die Frage wo und wohin haben wir schon gelernt und den Link findest du hier. In diesem Video lernen wir die Präpositionen auf die Frage woher. Auf die Frage woher können wir ganz gut mit der Präposition aus und von antworten. Bevor wir zu den Beispielen gehen, lernen wir noch eine kleine, aber sehr wichtige Information. Die kleine, aber sehr wichtige Information ist, wenn wir mit woher fragen, brauchen wir immer Dativ. Ganz wichtig. Also, nicht vergessen, das ist immer Standard und wenn wir woher fragen, brauchen wir immer Dativ. Gut. Jetzt schauen wir uns aber erstmal kurz an, zu welchen Situationen wir die Präposition aus und von überhaupt brauchen. Die Präposition aus brauchen wir zu den folgenden Situationen. Also Land, Region, Ort oder Raum. In diesen Situationen können wir die Präposition aus benutzen. Zum Beispiel Kindergarten, Wohnung, Krankenhaus oder Länder wie China, Spanien, Städte, Berlin und so weiter. Aber Vorsicht bitte! Diese Länder haben keinen Artikel. Das ist jetzt hier wichtig. Gut, machen wir jetzt mal ein paar Beispiele und da lernen wir auch die Grammatik. Die Frage lautet, woher kommst du? Beispiel 1. Ich komme aus ... Zimmer. Jetzt ist es hier wichtig. Das Zimmer, Nominativ, ja, ganz wichtig. Aber wir brauchen auf die Frage woher immer Dativ. Also das im Dativ ist dem. Deshalb schreiben wir auch aus dem Zimmer. Ganz wichtig. Machen wir weiter mit Beispiel 2. Sie steigt aus ... Bus aus. Also der Bus, Nominativ, aber ich brauche Dativ. Also schreiben wir aus dem Bus. Gut, machen wir weiter mit Beispiel 3. Er kommt aus ... Garage. Die Garage, Nominativ, aber auch hier brauche ich den Dativ. In dem Fall, er kommt aus der Garage. So einfach. Und Beispiel 4. Wir kommen aus ... Spanien. Spanien ist ein Land ohne Artikel und in diesem Fall brauchen wir auch keinen Artikel. Also, wir kommen aus Spanien. So einfach kannst du das lernen und ja, ich hoffe, dass du das auch verstanden hast. Die Präposition aus können wir für Regionen, Orte oder Plätze benutzen. Ich komme aus Deutschland, ich komme aus dem Büro und so weiter. Machen wir weiter mit von. Jetzt machen wir mit der Präposition von weiter. Eine kleine Info. Von plus dem sagen wir auch vom. Ja, ganz wichtig. Und von der ist ganz einfach von der. Jetzt lernen wir noch die Situationen, wo wir von benutzen. Von benutzen wir bei Personen, Veranstaltungen oder auch Aktivitäten. Zum Beispiel der Chef, Person, die Party, Veranstaltung oder Schwimmen,
Aktivität. Genau bei diesen Situationen können wir von benutzen. Machen wir ein paar Beispiele. Auch hier lautet die Frage, woher kommst du? Beispiel 1. Ich komme von Arzt. Arzt ist eine Person, Nominativ der Arzt und im Dativ dem Arzt. Also, ich komme von dem Arzt. Wir können auch hier vom benutzen und das ist auch üblicher. Ja? Gut, machen wir weiter mit Beispiel 2. Er kommt von Party. Die Party, Nominativ, aber auch hier brauche ich Dativ und in diesem Fall sagen wir, er kommt von der Party. So einfach. Und als drittes, wir kommen von Schwimmen. Ist eine Aktivität. Das Schwimmen, Nominativ. Ich brauche Dativ, also in dem Fall, wir kommen von dem oder wir sagen ganz einfach vom Schwimmen. So wenden wir den Dativ an. Beispiel 1. Ich nehme die Flasche aus Tasche. Die Tasche, Nominativ. Aber ich brauche Dativ, weil meine Frage woher ist. In dem Fall schreibe ich der, aus der Tasche. Gut, machen wir weiter. Das ist ein Geschenk von mein Mutter. Die Mutter, Nominativ, aber auch hier brauche ich der, also Dativ, von meiner Mutter. Machen wir weiter. Die Kinder kommen von Fußballtraining, also eine Aktivität und Nominativ das Fußballtraining. Auch hier brauche ich den Dativ, in dem Fall dem, von dem. Hier können wir auch vom schreiben, also einfach nur kürzer. Und als letztes, ich hole die Jacke aus Schrank. Nominativ der Schrank. Ich brauche auch hier Dativ, in dem Fall aus dem Schrank. Genauso kannst du immer auf die Frage woher antworten. Die Präposition von benutzen wir hauptsächlich für Personen, Veranstaltungen oder öffentlichen Orten. Ich komme von der Bank, ich komme von der Party und so weiter. Manchmal ist es schwierig, zwischen aus und von zu unterscheiden. Zum Beispiel, ich komme aus der Schule oder ich komme von der Schule. Was ist hier der Unterschied? Genau das schauen wir uns jetzt an. Was ist richtig? Ich komme aus der Schule oder ich komme von der Schule? Genau das erkläre ich dir auch gleich. Wie immer lautet die Frage, woher kommst du? Hier habe ich jetzt die Schule und ich habe zwei verschiedene Positionen. Wenn mich jemand an dieser Position fragt, woher ich komme, dann antworte ich aus der Schule. Also aus der Schule. Damit möchte ich sagen, dass ich vom Inneren herauskomme. Aber wenn mich jemand hier fragt, woher ich komme, dann kann ich auch mit von der Schule antworten und drücke damit aus, dass ich einfach die Richtung angebe. Gut, das gleiche machen wir mit Museum auch. Also, wenn ich hier bin und jemand fragt, woher ich komme, dann antworte ich aus dem Museum. Aus dem Museum. Und wenn ich die Richtung angeben möchte, sage ich ganz einfach von dem Museum oder ganz einfach und kurz vom Museum. Mit dieser Logik kannst du dann aus und von unterscheiden. Machen wir noch ein letztes Beispiel mit der. So, jetzt habe ich hier einen Bahnhof und das gleiche Prinzip. An dieser Position kann ich sagen, ich komme aus dem Bahnhof, also vom Inneren.
aus dem Bahnhof. Und wenn mich jemand hier fragt, kann ich die Richtung angeben und ganz einfach sagen, ich komme von dem Bahnhof oder kurz gesagt vom Bahnhof. So kannst du ganz einfach aus und von unterscheiden. Nicht vergessen, aus signalisiert, dass etwas vom Inneren kommt und von gibt einfach die Distanz oder die Richtung an. Genau so kannst du es lernen. Jetzt haben wir auch den Unterschied zwischen aus und von gelernt. Nun machen wir weiter mit einer kleinen speziellen Situation und gehen auch zu den Hausaufgaben. Noch eine kleine Info, ein spezifischer Ort. Also, wenn wir fragen, woher kommst du, dann antworten wir, ich komme von zu Hause. Ganz wichtig, ist eine spezielle Situation und lerne das ganz einfach. Ich komme von zu Hause. Wenn dir meine Erklärungen gefallen, kannst du Mitglied meines Kanals werden und mich dabei unterstützen, mehr Videos, Erklärungen und Übungen für dich zu erstellen. Als Dankeschön bekommst du exklusiven Zugriff auf viele Extras. Für Mitglieder gibt es Hör- und Sprechübungen für den Alltag. Sprechen üben ist wichtig. Falls du Fragen hast, frag Sali direkt. Deine Frage, meine Antwort, persönlich. Zusammen lernen wir schneller, klarer und sicherer. Danke für deine Unterstützung. Da sind wir auch schon bei den Hausaufgaben. Wie immer kannst du einen Stopp machen und die Antworten unten in die Kommentare schreiben. Auf die Frage woher antworten wir mit aus und von. Nicht vergessen. Das Ganze haben wir jetzt in diesem Video gelernt. Falls du Fragen hast, schreibe sie unten in die Kommentare und mach deine Hausaufgabe. Ich sage Danke und Tschüss. Tu es für dich und beginne noch heute damit, Deutsch zu lernen. Herzlich willkommen bei berufsdeutsch.de.